Hallo zusammen und willkommen zum bereits 5. E-Learning Punk Talk, unserem Vorweihnachts-Special 2020. Mit mir Vanessa. Das Ende des Jahres ist das Internet typischerweise gefüllt mit unzähligen Trendlisten für das kommende Jahr. Im E-Learning Punk beschäftigen wir uns hier aber schon das ganze Jahr über mit E-Learning-Trends. Daher glauben wir, ist das Jahresende die perfekte Zeit, um nochmal zurückzublicken und auf die Basis zu schauen, damit wir uns im neuen Jahr wieder ganz den Trends widmen können. Mein heutiger Gast ist daher IMC-Vorstandsmitglied Sven Becker. Er verrät uns, wie man sich eine solide E-Learning-Basis baut. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mit deinem langjährigen Erfahrungsschatz, was glaubst du, wie weit sind Unternehmen bereits im Bereich E-Learning oder etwas konkreter gefragt, wie schätzt du denn den Reifegrad digitaler Trainings ein? Die sind natürlich pro Unternehmen und vor allem auch pro Branche sieht man ja schon Unterschiede, sehr unterschiedlich auch. Es gibt Unternehmen, die machen seit 20 Jahren digitales Training. Das seit der ersten Stunde, das ist sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die beginnen jetzt erst, auch getrieben tatsächlich durch dieses Jahr, stellen wir das durch die Pandemie fest, dass Unternehmen, die sich wenig damit beschäftigt haben, jetzt mehr damit beschäftigen. Was aber interessant ist zu sehen, ist, durch die Dynamik der Branche, also der E-Learning-Branche, der Branche, die digitales Lernen bereitstellt, Lernlösungen bereitstellt, ist der Reifegrad des Unternehmens relativ egal, weil wir haben eine extreme Breite zum Einstieg. Also das heißt, Unternehmen auch mit einem geringen Reifegrad oder einer noch nicht etablierten Lernkultur im Unternehmen können sehr schnell erste sogenannte MVPs, Minimal Viable Products, erste Schritte schon machen und damit auch erfolgreich beginnen. Wo finden sich dann die Vorreiter? Sind das bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen, wo man sagt, da ist der Reifegrad schon höher als bei anderen Branchen, Unternehmensgrößen? Es ist ganz interessant, da die Historie zu betrachten. Wenn wir 7, 8, 9 Jahre zurückgehen, sehen wir, dass das Thema digitales Training, digitales Lernen jetzt auf der Unternehmensseite getrieben war von Großkonzernen. Und daneben waren es sehr viel regulatorisch getriebene Industrien, beispielsweise die Bankenindustrie. Und daraus hat sich auch eigentlich ein falsches Paradigma entwickelt. Man hat gedacht, dass E-Learning, digitales Training, billig ist, weil ich es international ausrollen kann, sehr schnell, und es zudem für Compliance gut geeignet ist. Das Spannende ist, jetzt dreht sich das endlich. Wir merken, dass tatsächlich ein kluges Lernkonzept eigentlich im Vordergrund stehen muss und gar nicht mehr die Frage, ob Präsenz oder digital, sondern die Verknüpfung auch und die Entwicklung von hybriden Lernformen. Das führt zum echten Erfolg. Und deswegen kann man eigentlich nicht mehr feststellen, es gibt eine gewisse Branche, die jetzt im Vordergrund steht oder eine gewisse Unternehmensgröße. Tatsächlich verschwimmen diese Grenzen jetzt immer mehr. Du hast jetzt auch schon die Pandemiewelle angesprochen. Wir sind dieses Jahr nicht drum rumgekommen, es auch im E-Learning Punk immer wieder zu thematisieren. Viele sind ja in der Krise nochmal gezwungen, ihr Geschäftsmodell komplett zu überdenken. Warum ist das jetzt genau die richtige Zeit, nochmal über digitale Trainingslösungen nachzudenken? Also der einfache Weg ist natürlich zu schauen auf die Bildungsdienstleister. Ein Bildungsdienstleister, der sehr stark präsenzgetrieben war gezwungen. Er wurde quasi in die Transformation seines Businesses gezwungen. Er musste sich digitalisieren. Das hat auch ganz gut funktioniert bei vielen. Viele konnten diesen Schwenk machen, haben ihre Trainer mit den entsprechenden Tools ausgestattet und haben auch angefangen, ihre Prozesse zu verändern. Wenn man jetzt auf die Unternehmensseite schaut, also nicht nur die Bildungsdienstleister, sondern tatsächlich die Unternehmen, haben wir halt einen Punkt, der durch die Pandemie mitkommt, der erstmal sehr positiv ist. Und das ist ein grundsätzliches digitales Mindset. Also man spricht ja auch von der sogenannten Digital Literacy. Das ist ein Effekt, den wir jetzt feststellen, dass man eher offener wird diesen Themen gegenüber. Gegenüber man vorher war der Begriff der Digitalisierung ein neblige Gebilde. Also man konnte nichts damit anfangen. Jeder redet über Digitalisierung, jeder sagt, es kommt. Aber keiner konnte es wirklich greifen. Und da ist natürlich so eine Aversion gegen entstanden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass grundsätzlich jeder mal mit Digitalisierung in Berührung war, mal weniger gut, mal besser. Aber es entsteht tatsächlich eine Idee von Digitalisierung und man öffnet sich diesen Themen. Das ist ein Riesentreiber durch die Pandemie definitiv. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Was man aber auch merkt, ist, dass viele Unternehmen dann teilweise doch mit sinkenden Umsätzen kämpfen und dann vielleicht jetzt auch nicht so offen sind, nochmal Investitionen zu tätigen. Aber gibt es zum Beispiel auch einen messbaren Einfluss von E-Learning auf das Geschäftsergebnis? Also warum es sich auch lohnt, E-Learning jetzt
zu betreiben? Also wir reden ja schon seit Beginn von Lernen, also nicht nur jetzt von digitalem Training und E-Learning, sondern auch Präsenz etc. davon. Was ist denn der Outcome des Lernens? Also was habe ich davon als Unternehmen? Man hat das auf sehr einfache KPIs gestellt. Also normalerweise wird Lernen im Unternehmen daran gemessen, wie viel erfolgreiche Abschlüsse habe ich, wie viele Teilnehmer habe ich pro Jahr, sind meine Trainer ausgelastet. Das sind natürlich alles KPIs, die nicht auf den Unternehmenserfolg einzielen. Also Trainerauslastung ist auch der Umsatz beispielsweise gestiegen. Das ist eine sehr einfache Korrelation, aber trotzdem kann man sich ja die fragen. Das Thema wird wichtiger. Die Unternehmen stellen diese Fragen. Die Unternehmen stellen diese Fragen ihren Abteilungen. Was ist der Outcome dieses Trainings? Und da kommt das Thema Analytics jetzt sehr stark nochmal in den Vordergrund. Und zwar nicht nur einfach Auswertung, wie wir sie vorher hatten, sondern Analytics bedeutet Auswertung, Bewertung, Entscheidung. Also da stecken ganz viele Themen nochmal mit drin. Und somit entsteht dieser Wunsch der Visualisierung des Unternehmenserfolgs. Um noch auf deine Frage zurückzukommen, gibt es einen Impact? Ja, natürlich gibt es einen Impact. Den haben wir auch bei unseren Kunden festgestellt. Einfach ist das im Vertrieb. Ich kann einen Vertrieb gut ausbilden, er hat ein gutes Wissen und ich bringe ihm auch die entsprechenden Verkaufskompetenzen bei. Das mache ich über Training, das mache ich über Übung. Dann habe ich natürlich einen direkten Umsatzeffekt. Schwieriger wird es bei den weichen Faktoren. Wenn man da schauen will, reduziere ich die Mitarbeiterfluktuation. Ein anderer Punkt, den ich aber sehr wichtig finde, um zu sehen, wo haben wir denn direkten Impact, den wir auch sehen, das ist, ich nenne das immer die Time to Operative. Es gibt wenn man sich Onboarding betrachtet, ist es ein relativ langer Prozess, bis ich einen Mitarbeiter operativ habe. Bis ich sagen kann, er ist auf der Situation, auf der Stelle, dass ich ihn wirklich 100% operativ bewerten kann. Über kluge Lernkonzepte reduzieren wir diese Time to Operate. Das heißt, wir bringen ihn schneller in die Operative und damit ist er natürlich sofort für das Unternehmen wertvoll. Die Onboarding-Kosten sinken. Die Onboarding-Kosten sinken gegebenenfalls. Sie müssen nicht sinken, aber die Zeiten sinken. Das ist viel wichtiger. Ja. Time to Operate, das heißt, wir verkürzen die Zeit, bis der Mitarbeiter wirklich operativ ist. Ja. Schauen wir jetzt nochmal insbesondere auf die Basis, was ja unser heutiges Thema ist. In der E-Learning-Punk-Reihe diskutieren wir ja regelmäßig Buzzwords wie Game-Based Learning, Social Learning oder AR/VR-Learning. Aber bevor Unternehmen jetzt beginnen, derartigen Trends fast hinterher zu jagen, welches Fundament müssen sie denn zunächst mal legen? Das ist ganz offen gesagt gar nicht so eine nette Frage, weil man jetzt erwartet, dass ich die Best Practice Plane ausführe. Nein, es sind tatsächlich zwei Dinge. Und die so einfach wie sie klingen, so wichtig sind sie, weil wir das feststellen, dass das häufig nicht vorhanden ist. Und das ist Interesse und Neugierde. Also man muss grundsätzlich eine Bereitschaft zur Veränderung haben. Man muss ein Interesse daran haben zu sagen, ja, ich möchte eine Lernkultur im Unternehmen etablieren. Ja, ich möchte auch als Mitarbeiter Training mir ziehen, konsumieren. Ich bin bereit, ich bin ein mündiger Lerner und ich möchte in diesem Unternehmen wachsen. Also das geht eher nochmal auf eine Kulturfrage zurück. Und das ist die Grundlage von allem. Ohne das brauchen wir nicht drüber nachzudenken, dass wir in irgendeiner Form einen Prozess, wie wir ihn heute haben, zu transformieren, wenn wir diese Interesse und diese Neugierde nicht haben. Okay. Und wenn jetzt unsere Zuschauer sagen, okay, wir merken, bei uns ist die Kultur soweit, wir haben das Interesse, wir haben die Neugierde, wie geht's dann weiter? Also welche Schritte sind notwendig, bis das digitale Lernangebot steht? Ich finde da einen Punkt ganz interessant, weil wir arbeiten ja sehr stark international, also von Deutschland über USA, Australien, die Unterschiede der Kunden dort zu betrachten. Der Deutsche an sich, das deutsche Unternehmen, wir haben halt nun mal, wir sind halt overengineert. Wir haben einen Ingenieurs-Background. Das heißt, wir denken immer das sogenannte End-to-End. Wir wollen erstmal alles durchdenken, alles durchplanen und dann legen wir los. Der Amerikaner ist da anders. Der legt los und interagiert ständig nochmal mit diesem Prozess, also er ist iterativ. Was bedeutet, er ist schneller. Es gibt auch einen ganz interessanten Spruch, lieber 80% und schnell statt 100% und langsam. Also was ich damit sagen will, ist, das Beginnen ist ganz wichtig. Die Definition vielleicht auch eines MVPs, eines Minimal Viable Products, eines Prozesses, dass ich sage, ich lege mal mit einem Prozess los, den nehme ich mir raus, den probiere ich aus und bringe den in die Organisation. Weil was damit auch passiert ist, wenn ich mit kleinen Schritten loslege, ist, dass ich ja schon mal auch kleinere Gruppen erstmal begeistern kann.
Und die sind wiederum dann Multiplikatoren für das Thema. Während ich, wenn ich ganz groß End-to-End denke, ein ganz großes neues Konzept auf eine ganze Organisation ausrolle, ich einen riesen Change-Prozess habe. Und somit ist das ein guter Weg, erstmal sukzessive zu denken und somit wirklich die Digitalisierung anzufassen, in das Unternehmen zu bringen mit kleinen Schritten. Das ist ein ganz guter Startweg. Das wirkt sich dann ja auch nochmal positiv auf die Lernkultur aus, wenn man jetzt eine Gruppe hat, die jetzt diese Neugierde und das Interesse besonders stark hat, dass sie dann andere ansteckt, auch damit sozusagen. Graswurzelstrategien sind die besten, die es gibt. Also wenn wir aus der Organisation heraus Dinge etablieren, ist natürlich die Bereitschaft der Mitarbeiter, das anzunehmen, weit höher, als wenn es von der Organisationsspitze wirkt wie vorgegeben. Und dann verfallen wir wieder in diesen Modus, den ich eben gesagt habe, dass E-Learning und digitales Training sehr schnell mit günstig und Compliance in diese Begriffe hineingebracht wird, wobei das schon lange nicht mehr der Fall ist. Wie komplex und teuer ist es denn, eine solide Basis zu schaffen? Also es ist nicht kostenlos, das definitiv. Dadurch, dass es aber ja sukzessive läuft und wir tatsächlich über diese Multiplikatoreneffekte reden und auch diese Skalierung, die wir hinten heraus haben, also das mittelfristige Wachsen, nicht das kurzfristige direkte Einführen, wachsen die Kosten auch erstmal. Also das heißt, ich habe am Anfang jetzt nicht die ganz großen Effekte, aber natürlich gibt es da auch jede Spannbreite. Der Vorteil ist aber die Breite des Marktes, die wir jetzt haben. Es gibt sehr viele beispielsweise Lerninhalte, die gibt's out of the box, fertig, sind super aufbereitet, bilden mir meinen kompletten Mitarbeiter aus. Es gibt daneben auch kostenlose Dinge, die dem Lernen helfen. Man muss auch nochmal verstehen, dass auch eine Social-Plattform, zum Beispiel Twitter Learning, ist ein großer Trend. Wir sehen das gerade im Schulbereich. Das Twitter-Lehrerzimmer ist da ein ganz interessantes Beispiel. Also da entsteht tatsächlich Fortbildung, auch im sozialen Raum schon. Das Verstehen dieser Dinge und diese zu arrangieren, das ist die Aufgabe nachher der Organisation, dort als Berater intern zu agieren und quasi diese Learning Experience, diese Idee eines Frameworks nach innen zu tragen. Das ist erstmal Ressourcenaufwand, den man tatsächlich tätigen muss. Ja. Okay, wenn wir dann jetzt doch nochmal zu den Trends kommen oder auch das Verstehen der Dinge und zu evaluieren, was man denn bei sich im Unternehmen einsetzen möchte. Wie entscheide ich, ob jetzt ein Trend oder ein Tool oder Twitter Learning für mein Unternehmen überhaupt Sinn macht? Als allererstes muss ich die Zielgruppe verstehen. Ich sehe leider häufig sehr, dass wir hingehen und das, was ich als gut empfinde, was sich für mich gut anfühlt, das zu transportieren und zu sagen, das muss sich für die gesamte Organisation gut anfühlen. Wenn ich aber eine heterogene Organisation habe, beispielsweise ein Unternehmen aus dem Maschinenbau, das eine Administrative hat, das Blue-Collar-Worker hat, die nochmal im Werk arbeiten und so weiter und so fort, dann habe ich eine heterogene Organisation. Dann muss ich diese Zielgruppen betrachten und dort die Trends ableiten. Und die Frage ist ja dann erstmal, ist es dann auch ein Trend? Also die Frage, was ich einführe. Also zielgruppenorientierte Trends. Das wäre das Richtige, denn beispielsweise Microlearning, also ich lerne auf dem Smartphone, während ich unterwegs bin, ist vielleicht für den Arbeiter am Band nicht gerade das Zielführende. Und somit leitet man tatsächlich die Notwendigkeit aus der Zielgruppe heraus ab. Das ist auch ein Trend, der ganz interessant ist, dass man immer mehr den Nutzer in den Mittelpunkt stellt und quasi diese Experience, diese Learner Experience um den Nutzer herum gestaltet. In der Vergangenheit ist man eher hingegangen, dass man aus der Organisation heraus etwas gestaltet hat und hat das auf die Nutzer übergestülpt. Also man passt sich immer mehr auf den Mitarbeiter an, die Personalisierung, die Individualisierung steigt. Also was sind dann die Themen, mit denen wir uns in der E-Learning-Punk-Redaktion, also in Trendsichten sozusagen 2021 beschäftigen sollten? Personalisierung, Individualisierung, Learning Analytics hattest du schon mal angesprochen. Ja, genau. Also das Gute ist, wenn wir jetzt über 2021 reden und über einen Trend, da reden wir ja über einen sehr kurzen Zeitraum. Also dann ist es ja eigentlich kein Trend mehr, weil wir reden ja von Implementierung. Trend ist ja schon da. Und da ist es tatsächlich das Thema ganz wichtig, Learning Analytics. Wir werden uns mit den Fragestellungen beschäftigen müssen, welchen Wert hat das Thema Lernen für die Organisation? Zahlt es auf die Organisationsziele ab, die nicht nur immer Umsatz sind. Mitarbeitermotivation, es sind auch Ziele. Fluktuation schon erwähnt, sind Ziele. Reduktion von Compliance-Vorfällen sind Ziele. Also das werden wir visualisieren müssen und das können wir jetzt.
Wir haben vor allem hier auch mit der Unterstützung durch künstliche Intelligenz, durch Machine Learning, die Möglichkeiten, diese Daten viel weiter zu treiben, um besser auszuwerten. Wir können Unternehmensdaten, also Performance-Daten mit Lerndaten verbinden. Also beispielsweise könnten wir tatsächlich Daten aus dem unternehmensinternen CRM-System, also Finanzdaten, übernehmen und könnten die in Korrelation zu den Lerndaten setzen. Dafür hat die IMC beispielsweise jetzt ein Projekt am Laufen, wo wir solche Dashboards entwickeln, dass wir diese Auswertung machen können. Also das wird ein ganz großer Trend werden. Das sieht man auch, dass der Markt darüber sehr, sehr viel gerade spricht. Ein anderer Trend, der für mich bisher immer auch wirklich nur trendwürdig war, also weil es war ein Trend, der wird jetzt Realität. Und ganz spannend ist, man redet seit Jahren darüber. Und man hat gemerkt, vielleicht in den letzten 2-3 Jahren wurde es ein bisschen ruhig um das Thema. Und jetzt kommt es plötzlich extrem auf. Und ich bin da sehr froh drüber. Und das ist Augmented Reality und Virtual Reality. Es war ein wirklicher Trend. Es war ein Trend, weil die Technologie war noch nicht so weit. Sie war schwer. Sie konnte nicht so einfach transportiert werden. Es war ein Trend, weil wir die Cases auch nicht so wirklich hatten. Wir hatten so alle noch rumgesucht, wo macht es Sinn, wo macht es mehr Sinn, weniger Sinn, wo ist auch ein Mehrwert gegenüber einem anderen Training. Jetzt haben wir den Fall aber, der sehr spannend ist, dass plötzlich Unternehmen wie Facebook mit ihrer Oculus Virtual Reality Brille oder Apple mit ihren AR-Strategien ein unglaublicher Treiber werden für diese Themen. Wir kriegen halt das plötzlich in die breite Masse. AR ist plötzlich für jeden da. AR ist gelebt und die Menschen nehmen das an. Und somit kann ich mir das ein Lernen zunutze machen. Und da sind wir an einem Punkt, dass der Reifegrad des einzelnen Individuums auch da ist. Es ist ja selten so, dass der Reifegrad eines Individuums geringer ist als die Technologie. Meistens ist es andersrum. Und somit haben wir da jetzt einen guten Trend vor uns. AR oder AR und VR? Beides. Also ich sehe AR als den größeren Treiber des Marktes. Ich sehe VR aber auch als wichtig an. AR ein Beispiel. Wir beispielsweise als IMC produzieren bereits E-Learning-Inhalte in unserem sogenannten Framework, also unser HTML5-Framework, wo wir schöne responsive Trainings machen. Und da ist eine Augmented Reality-Komponente drin. Und beispielsweise kann ich ich pointiere jetzt mal, ich gebe jemandem die Aufgabe, er hat in seinem Training eine Mission. IT-Security. Und er hat ein tolles Game vor sich und muss in diesem Game die Fälle lösen, die da drin sind. Zum Beispiel ist ein Fall, ein USB-Stick wurde illegalerweise in einen Computer im Büro gesteckt. Mit dieser Augmented Reality-Ebene aus dem Browser direkt heraus könnte ich sagen, geh jetzt ins Büro und such diesen USB-Stick. Also ich verbinde plötzlich diese beiden Welten. Ich bin im Browser mit meinem Smartphone und sage, jetzt mache ich AR und dann muss ich im Büro diesen USB-Stick suchen, was halt zu einer unglaublichen Manifestation führt. Also das ist diese echte hybride Lernwelt, die wir erreichen. VR. Noch mal ein bisschen spielerische Wissensvermittlung. Auf der einen Seite spielerisch, auf der anderen Seite natürlich diese Verbindung von der Realität und der Virtualität ist einfach eine sehr starke Manifestation. Das Thema VR ähnlich. Wir kommen natürlich jetzt auch mit besseren Technologien hin, dass wir aus dem Browser heraus schon, wir brauchen keine App mehr, wir brauchen keine schwere Technologie mehr, wir können relativ simpel stereoskopische Bilder darstellen und die jetzt schon in den Brillen dann auch entsprechend darstellen. Und die Brillen werden günstiger, lassen sich einfacher produzieren und die Cases kommen auf. Also VR ist für mich ein ganz großer Trend. Ja, vielen Dank. Das sind ja einige spannende Themen, denen wir uns nächstes Jahr dann widmen können. Ich wünsche dir eine frohe Weihnachtszeit und dass du gut ins neue Jahr kommst. Für alle E-Learning Punk-Fans, neue Artikel und Talks für 2021 sind natürlich schon geplant. Sven hat mir nochmal spannende Ideen reingegeben, aber schreibt ihr mir auch, worüber ihr 2021 mehr lesen wollt. Alle bereits veröffentlichten Artikel findet ihr unter im-c.de/punk. Ich freue mich total auf eure Nachrichten, wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit, kommt gut in 2021 und let's rock!